Wir müssen reden, Leute. Denn es ist so, in einem alten Video habe ich euch Folgendes gezeigt. Natürlich habe ich wieder keine passenden Schrauben. Alles halb so wild. Kürzt man mal und Leute, jetzt nicht hingucken, okay? Nicht hingucken. Jetzt habt ihr doch geguckt. Aber nicht alles nachmachen, was der Onkel hier macht. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, die Schraube zu kürzen. Es ist natürlich Pfusch, ganz klar. Und nur wie es halt so ist, ne, man macht es halt, auf der Baustelle macht man das auch gerne, aber korrekt ist es nicht. Jetzt ist es natürlich so, da haben jetzt viele gesagt, ausgerechnet das Video haben sich fast 250.000 Leute angeguckt, also immer dann, naja, egal. Jedenfalls kam natürlich auch oft die Frage, habt ihr ja auch recht. Hör mal, netter Serviervorschlag, aber jetzt mal unter uns. Wie macht man es richtig? Gut, also darum soll es jetzt kurz gehen. Wie tut man solche Schrauben ordentlich kürzen? 5 gerade sein lassen ist das Motto und Bastian mein Name. Ich grüße euch. Beginnen tun wir jetzt einfach mal mit der Variante Quick and Dirty. Ja, das kann man so machen, das könnte aber eventuell ins Auge gehen. Warum? Also gut, gehen wir die Sache mal Stück für Stück durch. Beginnen wir erstmal damit, die Schraube bzw. dessen Gewinde zu schützen. Das machen wir ganz einfach. Wir schnappen uns einfach eine passende Mutter und die schrauben wir erstmal drauf. Diese Mutter hat im Übrigen mehrere Funktionen. Eine davon ist beispielsweise, dass wir in der Lage sind, das ganze Geschirr so weit wie möglich in den Schraubstock einzuspannen, ne? Dann geht es direkt zu meinem absoluten Lieblingswerkzeug, das ist der Winkelschleifer. Ja. Aber in dem Fall wäre es dann doch besser, dass wir auf die gute alte Handsäge umsteigen. Warum ist eigentlich ganz einfach erklärt, denn das ist ein heißes Gerät. Nein, umgekehrt, die Maschine hinterlässt heiße Werkstücke. Ja, das ist natürlich bei Stahl keine so gute Idee, nämlich das ist eine Schraube und die sollte eine gewisse Festigkeit aufweisen und mit zu viel Hitze ruiniert er das. Also, wir steigen auf Handsäge um. Wer sich mit der Handsäge ein bisschen schwer tut, den habe ich noch einen kleinen Tipp hier. Und zwar schnappt euch einfach eine Feile, zur Not auch eine Flachfeile, ja, und feilt zuerst mal eine kleine Kerbe in das Gewinde und dann habt ihr es wesentlich einfacher mit der Säge, ja, auch vor allem den Anschnitt zu machen. Nutzt auch hier einfach euren Daumen bzw. den Fingernagel auch als Anlegehilfe. So ein Schnitt hinterlässt natürlich einen ganz bösen Grat. Und egal wie, aber der muss unbedingt weg. Würden wir nicht versuchen, das Ding in ein Werkstück einzuschrauben, ja, dann machen wir die Gewindegänge kaputt. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn man mit so einer Metallschraube in beispielsweise ein Werkstück aus Aluminiumdruckguss, ja, nur das reinjagt. Ihr macht das Gewinde kaputt und ja, das wollen wir auf alle Fälle verhindern. Sprich, wir sollten das Ganze entgraten. Dazu gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wer einen Winkelschleifer nehmen möchte, gar kein Problem, könnt ihr auch machen, dann aber bitte nicht die Trennscheibe nehmen. Eine Trennscheibe ist zum Trennen da und nicht um irgendwelche Sachen beizuschleifen, okay? Stattdessen einfach hier eine Fächerscheibe zum Beispiel. Wer jetzt natürlich keinen Winkelschleifer hat oder sich damit nicht zutraut, der kann natürlich auch die gute alte Feile nehmen. Und das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Zuerst tut er oben plan feilen und anschließend tun wir eine schöne Phase umlaufend auf die Schraube feilen. Ja? Wer jetzt öfters mal Wellen entgraten muss, ja, da hätte ich noch einen kleinen Tipp, und zwar so ein Geschoss hier, das ist ein typischer Außenentgrater, damit kann man das sogar ohne Pfeile wunderbar und schnell hinkriegen, aber wie gesagt, das ist Deluxe, muss nicht sein, einfach nur, dass ihr es mal gesehen habt. Ist die Schraube jetzt sauber beschliffen, ja, und ordentlich alles entgratet, dann zeigt sich gerade mal schnell die zweite Funktion der Mutter. Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass sie das Gewinde schützen soll. Das tut sie auch während dem Spannen, klar, logisch. Und jetzt kommt der kleine Trick. Wenn wir die jetzt lösen, schneidet sie quasi das Gewinde nochmal ein Stück nach und sorgt so auch noch dafür, dass auch wirklich der letzte Grat jetzt im Gewindegang auch gebrochen ist. Ja. Noch ein Hinweis, die Mutter, die wir jetzt dazu genutzt haben, den Grat zu brechen haben, dem Gewinde, ja, die benutzt ihr am besten nicht mehr. Wer es 100% haben will, ja, der schnappt sich so ein Gerät hier, nämlich ein Schneideisen für klassische Außengewinde.
Einfach vorsichtig aufsetzen und ein paar Gänge damit frei machen. Ganz wichtig am Schluss, prüfe auf jeden Fall nochmal mit einer Mutter, ob das auch wirklich passt. Ne? Wer jetzt natürlich das Problem hat und gar keinen Schraubstock hat, da hätte ich für euch auch eine einfache kleine Lösung. Ja klar, ist ein Gefummel und ja, wenn man nicht gerade 10 Schrauben da absägen muss, ist das auch alles halb so wild, da kann man sich damit schon behelfen. Ansonsten mein Rat an euch, besorgt euch bitte unbedingt mal irgendwie, wenn es geht, einen Schraubstock. Tolle Sache sowas. So viel mal zum Serviervorschlag in Richtung, so macht man es halbwegs richtig. Und ja, ich weiß, wie wir das auf der Baustelle handhaben und wie es privat im Hobbykeller gemacht wird. Ne, ihr habt es jetzt einfach mal gesehen, ihr wolltet es wissen, bitte. Also, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ciao zusammen.